Ich bin Pascal Ramali, 30 Jahre alt, arbeite als Luftfahrtingenieur am Flughafen in Frankfurt und starte als Profi-Triathlet. Seit 3 Jahren bestimmt der Triathlon mein Leben. Meine sportlichen Wurzeln liegen beim Inline-Speedskating. Hier konnte ich Medaillen bei nationalen und internationalen Titelkämpfen gewinnen und habe an Weltmeisterschaften und World Games teilgenommen. Zum Ende meiner Karriere als Speedskater wollte ich den Sport aber noch nicht komplett an den Nagel hängen. Um zwischendurch aber mal was anderes auszuprobieren, habe ich mich ohne große Gedanken einfach mal bei einer Sprintdistanz im Triathlon angemeldet. Mein sportlicher Ehrgeiz war sofort wieder geweckt und insgeheim hatte ich mir schon ein neues Ziel gesteckt. Allerdings musste ich jetzt wieder von vorne anfangen. Ich habe mir dann einen guten Trainer gesucht und ohne viele Gedanken über Trainingswissenschaften, Material oder Technik einfach drauf lostrainiert. Der Plan für das Jahr 2014 war es zunächst, als Age-Grouper bei 2 bis 3 Mitteldistanzen an den Start zu gehen und einfach mal zu sehen, was mein Körper so abrufen kann und was in mir steckt. Von diesem Moment an war ich für mich Triathlet. Das Jahr 2014 lief gut an. Ich wurde Zweiter beim Ironman 73 auf Mallorca, wurde Deutscher Meister über die Mitteldistanz in Kraichgau in meiner Altersklasse und wollte dann noch mehr erreichen und auf alle Fälle weitermachen. Trotz Vollzeitjob als Ingenieur am Flughafen wollte ich 2015 den nächsten Schritt machen und habe mich dazu entschieden, als Profi zu starten. Mir wurde schnell bewusst, dass bei den Profis ein anderer Wind weht und dass die richtigen Herausforderungen erst noch kommen werden. Zurückblickend habe ich in den vergangenen 2 Jahren als Profi vor allen Dingen eins gelernt: niemals aufgeben und immer wieder weitermachen. Einen Vollzeitjob und Sport auf diesem Level unter einen Hut zu bringen, erfordert das ganze Jahr über viel Disziplin. Ich habe meistens 2 Trainingseinheiten am Tag, trainiere vor und nach der Arbeit und am Wochenende stehen die langen Einheiten auf dem Plan. Disziplin insofern, dass man im Winter morgens und abends im Dunkeln trainieren muss und tagsüber im Büro sitzt. Es kann manchmal ganz schön deprimierend sein. Gerade zum Ende des Jahres haut die Doppelbelastung richtig rein. Wenn dann noch Arschtritte hinzukommen, wird es besonders schwierig, am Ball zu bleiben. So wurde beispielsweise der Ironman Vichy anstatt eines Erfolges eine riesige Katastrophe. Mein Knie hat die Belastung im Marathon nicht mehr ausgehalten und ich musste dann das Rennen aufgeben. Große Erwartungen habe ich auch in mein Heimrennen in Frankfurt gesteckt, doch die starke Unterkühlung nach dem Schwimmen hat mir echt den Stecker gezogen. Diese Rückschläge haben mich noch sehr lange beschäftigt und in diesen Momenten scheinen sich die immensen Trainingsaufwendungen und die vielen Entbehrungen, die man auf sich nimmt, einfach so in Luft aufzulösen. Das Einzige, was dann übrig bleibt, sind jede Menge Selbstzweifel und vor allen Dingen Frust. Was mich im Gegenzug motiviert, ist die Tatsache, dass sich der irrsinnig hohe Trainingsaufwand so langsam aber sicher positiv bemerkbar macht. Es ist einfach ein geiles Gefühl zu sehen, wie viel man aus seinem eigenen Körper herausholen kann, wie man sich von Training zu Training steigert und von Jahr zu Jahr besser wird. Und das Gefühl motiviert einfach nur weiterzumachen und noch härter daran zu arbeiten. Mittlerweile habe ich auch ein kleines Team hinter mir, das an mich glaubt und mich in vielen Dingen unterstützt. Am Ende ist da mein Wille und meine Motivation, mir ehrgeizige Ziele zu setzen und diese nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn das Ziel noch sehr weit weg scheint. Der schönste Moment, der mich immer wieder dazu motiviert, weiterzumachen und nicht aufzugeben, war mein erster Ironman in Zürich 2015. Das Wochenende hat mit einem riesen Tiefpunkt angefangen. Mein Auto wurde ausgeräumt, dabei auch ein Großteil meiner Wettkampfausrüstung gestohlen. Und für einen kurzen Moment wollte ich aufgeben und einfach nur nach Hause. Aber die ganze Mühe im Vorfeld wirft man nicht so einfach weg. Mein Ziel war es, in die Top 10 zu kommen. Das wurde von vielen belächelt, aber am Ende war ich Fünfter und ich weiß noch ganz genau, im Zielkanal war ich überglücklich und vor allen Dingen auch stolz darüber, dass ich das Rennen im Vorfeld nicht aufgegeben habe, sondern gestartet bin und es so durchgezogen habe.
Solche Momente sind einfach Gold wert. So bin ich dann auch letztes Jahr nach meinem verkorksten Rennen in Frankfurt direkt wieder beim Ostseeman an den Start gegangen. Und der zweite Platz war einfach eine riesen Genugtuung und vor allen Dingen auch eine Bestätigung meiner harten Arbeit. Ich wollte schon immer Profisportler werden. Das war schon immer ein Traum von mir und ich glaube einfach daran, dass da noch viel zu holen ist und dass ich mich noch weiter verbessern kann.